Hallo und herzlich willkommen zu Auf der Suche. Folge 10 heute beginnt von der Autobahnraststätte. Und zwar Regensteinblick. Hinter mir seht ihr eine Rekonstruktion des Langhauses von Benzingerode. Auenjetitzer-Kultur hat das wohl erschaffen. Und das wurde hier nochmal aufgebaut. Mit ein paar Pfosten zumindest. Ist natürlich unangenehm, weil es laut. Heute bin ich nämlich mit meinem Philipp hier. Auf dem Autobahnrastplatz Regensteinblick in Richtung Wernigerode wurden die Überreste eines Langhauses der Auenjetitzer-Kultur entdeckt und rekonstruiert. Diese Kultur hat vor etwa 4300 bis 3800 Jahren in dieser Gegend gesiedelt. Es ist 34,7 Meter lang und 6,50 Meter breit und hat ursprünglich aus etwa 100 Pfosten bestanden. Auf dem Rastplatz, der in der entgegengesetzten Richtung liegt, befindet sich noch das rekonstruierte Hügelgrab von Benzingerode. Es wird der spätbronzezeitlichen Helmsdorfer Gruppe zugerechnet und ist 3300 bis 2600 Jahre alt. Zu dieser Zeit besiedelte diese das nördliche und östliche Harzvorland. Hier wurden Keramik und Utensilien aus Bronze gefunden. Das ist ja heute schon die zweite Tour, die ich mache hierher. Beim ersten Mal hat leider nicht alles so funktioniert wie gedacht. Und zwar habe ich die Sonnensteine nicht gefunden. Die müssten irgendwo da so zu finden sein. Heute sind sie dran, heute finde ich sie. Hinter mir die B6N, leider alles ein bisschen laut hier. Schön ist anders. Aber das hier, der Menhir von Heimburg, ist allerdings nicht der Originalstein, der hier steht. Das hier ist ein Ersatzstein, der 2004 aufgestellt wurde. Der Originalstein ist schon anscheinend im 19. Jahrhundert zerstört worden. Oder zumindest als Baumaterial irgendwo verwendet worden. Der ursprüngliche Stein, der hier stand, wurde Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts zerstört und als Baumaterial verwendet. 2004 wurde an dieser Stelle ein anderer Stein aufgestellt, der wohl beim Pflügen auf dem Acker gefunden wurde und überwachsen vor einer Scheune lag. Auch dieser Stein könnte bereits vorher aufrecht gestanden haben. Form, Größe und Material deuten darauf hin, dass er bereits vorher als Menhir anzusprechen war. Er ist insgesamt 2,90 Meter hoch, wovon sich 2,30 Meter über der Erde befinden, 1,60 Meter breit und 50 Zentimeter tief. Der Stein besteht aus senonischem Quarzit. Senonisch bedeutet, dass er in der Oberkreidezeit entstanden ist. Der Sandstein wurde durch Kieselsäure stark verfestigt und wird dadurch extrem witterungsbeständig. Nächste Station, der Menhir von Derenburg. Das hier ist der Menhir von Derenburg. Ist ein richtiger Oschi. Der Menhir gelangte erst 1866 an diesen Platz. Er hatte wohl ursprünglich auf einem nahen Acker gestanden, die genaue Fundstelle ist nicht bekannt. In den 1950er Jahren stand dieser Stein noch schräg, er wurde 2004 wieder aufgerichtet. Auch er besteht aus senonischem Quarzit, ist 2,90 Meter hoch, 1,95 Meter breit und 75 Zentimeter tief. In der näheren Umgebung soll es noch bis zu 6 weitere, heutzutage leider verschwundene Steine gegeben haben, die ebenfalls beim Pflügen entdeckt und als Menhire eingestuft wurden. Der Stein ist einfach wunderschön. Da ist er. Direkt neben mir. Der Menhir von Benzingerode.
Dürfte der zweitgrößte Menhir von Sachsen-Anhalt sein. Definitiv der größte Menhir in der Gegend hier. Steht seit mindestens 4000 Jahren hier. Besteht aus Quarzit. Wird immer noch besucht. Gibt es ein paar kleine Opfergaben hier am Stein. Voll süß. 1939 wurden hier Ausgrabungen von Alfred Tode durchgeführt. Es wurde ein Steinpackungsgrab, das bronzezeitliche Äquivalent zur jungsteinzeitlichen Steinkiste, entdeckt. Dieses war leer und ist möglicherweise ein sogenanntes Kentotaph, also ein Scheingrab ohne Bestattung. Der Stein hat eine Gesamthöhe von 4,50 Meter, wovon sich 3,85 Meter über dem Boden befinden. Seine Breite beträgt 1,60 Meter und die Tiefe etwa 60 Zentimeter. Ursprünglich soll um den Menhir ein Steinpflaster existiert haben. Auch dieser Stein besteht aus senonischem Quarzit. Wunderschön einfach. Ich liebe es. Die Vögel anscheinend auch, die haben da drauf gekackt. Bei Feldbegehungen um den Menhir wurden zwischen 1975 und 1983 über 600 Keramikscherben gefunden, die von der Zeit der Linienbandkeramiker über die Spätbronze- und Eisenzeit bis in das Mittelalter reichen. Im Jahre 2001 wurde in der Nähe des Menhirs bei Ausgrabungen die Totenhütte von Benzingerode entdeckt. Sie ist ein Kammergrab der Bernburger Kultur und wurde über einen längeren Zeitraum für Begräbnisse genutzt. Sie besteht aus 2 getrennten Bereichen. Es wurden Knochen von 46 Individuen gefunden, wovon 21 genetisch untersucht worden sind. Hier konnte eine enge biologische Verwandtschaft der Skelette festgestellt werden. Mittels Radiokarbondatierung wurde ein Alter von 5300 bis 4900 Jahren ermittelt. Ursprünglich soll die Totenhütte einen hölzernen Rahmen besessen haben. Der Fußboden war mit Steinplatten ausgelegt und das Ganze mit Steinen und einem Erdhügel abgedeckt. Die Funde werden im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle-Saale in einer Dauerausstellung präsentiert. Dazu gehören unter anderem Keramik, Knochen, Feuersteine und die Reste einer Tontrommel. Ich habe mal wieder Linien quer durchs Land gezogen. Zieht man eine vom Menhir Richtung Norden mit einer Abweichung von 0,03 Grad, erreichen wir nach etwa 120 Kilometern das Großsteingrab Winterweihe in Niedersachsen. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich mal eine Folge dazu machen kann, wie ich so ein Video erstelle. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mal eine Folge veröffentlichen, wo ich das mal ein bisschen vorstelle, was da so an Arbeitsaufwand dahinter steckt, was da so meine Arbeitsschritte sind. Schreibt es in die Kommentare. Einer Sage nach soll es sich beim Menhir um das Grabmal eines in der Schlacht gestorbenen heidnischen Helden handeln. Eine andere Sage spricht von 3 Riesen, die Steine geworfen haben sollen, um zu entscheiden, wer das Bauernmädchen bekommen soll, in das alle 3 verliebt waren. Vielleicht hätten die einfach mal das Bauernmädchen fragen sollen, aber ich will mich nicht beschweren, ich mag die Steine. Ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen. Es gibt nochmal ein Rückspiel. Heute haben die Sonnensteine gewonnen, haben wir nicht gefunden. Dafür aber den Türstein. Sah auch schön aus. In diesem Sinne, wir sehen uns später. Da kommt sie, die Schneefront. Das wird, glaube ich, gleich richtig reinhauen hier.
unterwegs im Derenburger Forst, wo ich nach den Sonnensteinen suche. Das ist so eine kleine Menhirgruppe, die hier im Wald verstreut liegen soll, auf einem 2000 Quadratmeter Areal. Da ist einfach gar nichts zu erkennen. Muss ich vielleicht noch mal herkommen, wenn es weniger bewachsen ist? Naja, ich guck mal kurz rum. Mein Vater und ich sind hier irgendwie ein bisschen rumgeirrt im Wald. Von den Sonnensteinen nichts zu sehen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich noch mal herkommen, wenn es weniger bewachsen ist. Naja, dann halt später noch mal. Sonnensteine, die zweite. Ich hatte ja gesagt, ich komme noch mal zurück. Heute ist es soweit mit Philipp. Dann gucken wir mal, ob wir die heute finden. Heute haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Licht. Brombeeren ohne Ende. Es ist schwierig zu finden, was soll ich sagen? Wir stapfen jetzt hier schon ein Stückchen durch den Wald. Bisher nicht ein großer Stein. Ich wollte es uns nicht so einfach machen, naja. Finde ich ja eigentlich gut. Philipp möchte mal einen Corny essen. Denn ich bin horny. Corny auf Corny. Immer noch nichts gefunden. Wir laufen jetzt hier schon mindestens eine Stunde durch den Wald und ist nichts zu finden. Ah, hier geht ein Tierpfad lang. Hier war ich mal folgen. Philipp sagt, da vorne geht es ein bisschen hangmäßig. Also wir sind jetzt mehr oder weniger genau auf den Koordinaten, wo es sein soll. Man kann relativ gut durchs Unterholz schauen. Ich sehe ja nichts. Aber vielleicht weiß ja Philipp, wo es lang geht. Eine weitere Dreiviertelstunde ist vorbei. Immer noch nichts gefunden. Das ist unglaublich. Die Steine spielen ja Versteck. Ich habe langsam die Befürchtung, auch das Rückspiel wird der Derenburger Forst für sich entscheiden. Wahrscheinlich wird es dann doch noch mal eine dritte Runde geben. Aber wir sind jetzt hier fast 3 Stunden lang durch den Wald gelaufen, ohne irgendwas zu finden. Das ist einfach unglaublich. Aber ich verspreche euch, ich komme wieder. So, es ist wieder soweit. Versuch Nummer 3, die Sonnensteine zu finden. Heute wieder mal mit meinem Brudi unterwegs. So. Und heute habe ich mir nochmal andere Wegbeschreibungen rausgesucht. Die Koordinaten sind anscheinend vollkommen falsch, die ich da gefunden habe. Aber jetzt habe ich hoffentlich eine Ahnung und wir werden jetzt gleich rausfinden, ob das stimmt. Die erste halbe Stunde ist schon um. Wir hatten jetzt gerade noch uns ein kleines Brötchen gegönnt. Und jetzt, wir haben es beide im Gefühl, wird es passieren. Wir werden die Sonnensteine finden. Es regnet zwar ein bisschen. Ich habe jetzt zwar hier so einen ganz netten Hohlweg gefunden. So hinter mir. Ich glaube, den gehe ich jetzt einfach mal ein Stück hinterher. Weil ich das Gefühl habe, dass wir schon mal gar nicht an der richtigen Stelle sind, der Beschreibung nach. Ich glaube, mein Bruder hat es gefunden. Gott sei Dank. Oh ja, oh ja. Da hinten kann man dann chillen. Ja, das sieht gut aus. Hervorragend. Altes Adlerauge. Gott sei Dank.
Sind zwar nur ganz süße kleine Scheißerchen, aber oh ja. Oh, wie spannend aus. Die sogenannten Sonnensteine im Derenburger Forst sind wahrscheinlich die Überreste eines Steinkreises, der vielleicht schon in der Jungsteinzeit errichtet wurde. Es sind etwa 16 Steine, wovon 8 größer sind. Kleinere Steine, die hier liegen, könnten Bruchstücke von etwas ehemals Größerem sein. Die Fläche der ursprünglichen Anlage soll wohl 2000 Quadratmeter betragen haben. Die Steine haben teilweise recht spannende Formen und Furchen und wirken teilweise fast, als wären sie einstmals geschmolzen. Welche Art von Stein hier vorliegt, ist etwas schwer zu bestimmen. Ich denke aber, dass es sich größtenteils um Sandstein bzw. Quarzit handeln dürfte. Die Steine wurden erst 1988 entdeckt, bzw. wurden sie hier erstmals dokumentiert. Herrlich. Ich hätte ja mal eine kleine Kette gelassen. Voll süß. Einfach ein Stück Stein. So ein bisschen aus wie geschmolzen. Kommt sogar noch die Sonne raus. Von wegen Regen. Nicht bei uns. Ich würde ihn ja gern mitnehmen, aber der bleibt, wo er ist. Etwa 400 Meter südlich der Sonnensteine findet man den kleinen und den großen Türstein. Es sind zwei aus einem Hang herausragende Sandsteinfelsen.
Beim kleinen Türstein sollen wohl alte Einritzungen von Tieren zu finden sein. Diese konnte ich aber vor Ort nicht erkennen. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob Einritzungen im Sandstein über wirklich lange Zeiträume erhalten bleiben. Sandstein wittert einfach sehr schnell ab, wenn er den Elementen ausgesetzt ist. Und solche Ritzungen sind auch sehr schnell gemacht. Also hier sieht es aus, als würde es hier relativ weit reingehen, allerdings nur für Zwerge. Es geht schon recht tief. Aber da geht es halt irgendwann so ein bisschen nach oben, das sehe ich nicht mehr. Genau diese Richtung ist 312 Grad Nordwest. Da geht, ich glaube, zur Sommer- oder zur Wintersonnenwende die Sonne direkt mittig unter. Ein schönes Beispiel für die Abwitterung liefert eine vermeintliche Höhle, die sich am Fuß des kleinen Türstein befindet. Der Eingang ist hier komplett mit feinstem Sand verfüllt, der mit relativer Sicherheit vom Gestein oberhalb stammt. Hier hängen noch ein paar Glöckchen dran, die sind mir doch gar nicht aufgefallen. Direkt hier über dem Höhleneingang, dem vermeintlichen. Tja. Leuchte mal nach rechts hier. Das Loch hier und das andere rechts. Ist da was da hinten? Aber hier, Ja. das geht da und wenn du da hinten hinguckst, da hinten geht es halt auch noch richtig weit rein. Ja, Also da sieht man schon. soweit ich gucken kann, sehe ich da auf jeden Fall noch. Ja. Da hinten geht es, glaube ich, dann ein bisschen so um die Ecke. Das da könnte ein Grabhügel sein. Habe ich gerade eine Quelle gefunden, die sagt, dass das einer ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier quasi vielleicht 50 Meter vom Türstein, vom kleinen Türstein entfernt. Jetzt bin ich ja nochmal an so einem Türstein. Ich nehme mal an, das ist der große Türstein, der andere war der kleine Türstein. Kleine süße Zwergenhöhle. Aber die war anscheinend nicht tiefer. Gucken, ob ich Philipp finde. Ich glaube, der späht da oben irgendwo rum. Und noch schön sonnig heute. Nach dem kurzen Schneeschauer. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen den Moment mit den Steinen genießen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.